Rosi on Tour von Romy van Mader. Einklang. Ich, Rosi, 72 Jahre jung, sitze an einem türkisblauen, stillen See, trinke gerade einen herrlich schwarzen Kaffee und bin umgeben von meiner großen Adoptivfamilie. Diese ist bunt zusammengewürfelt aus menschlichen und tierischen Kindern und Aufalnanzen. Das sind sprechende Pflanzen und vielerlei anderer märchenhafter Geschöpfe. Libellen, Elfen und Wespen umschwirren meinen reichlich gedeckten Tisch. Für alle ist in Hülle und Fülle da. In einem aus Ananasblättern gewebten Schwebestuhl blinzle ich durch und durch glücklich zum Himmel und sinniere über meine Zeit, als ich noch mit meinem pinkfarbenen Campingwagen über asphaltierte Straßen fuhr. Nicht wie jetzt, wo ein jeder von uns, mit Flügeln oder ohne, über unendlich grüne Oasen und blaue Gewässer bis in die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen Frequenz fliegen kann. Damals war ich ganz frisch im Rentnerdasein angelangt. Ja, so nannte man das früher, als man sich mit 65 Lenzen und nach jahrzehntelanger Schufterei endlich Zeit fürs eigentliche Leben nehmen konnte. In der Hoffnung, man hätte noch ein paar Jahre etwas davon und die mühsam erarbeitete Rente langte für Essen, Trinken, Miete und Hobbys. Heute haben wir ganz andere Zeiten, goldene Zeiten zum Wohle aller. Jeder hat ein Zuhause, jeder hat genug von allem, denn es ist mehr als genug für alle da. Aber damals war das nicht für jeden so. Nun, Gott sei es gedankt, reichte mir meine Rente, und so begab ich mich mit meinem pinken Freund auf 4 Rädern auf Kurzreisen. Aus dem Impuls heraus steuerte ich ein Ziel an und ließ mich von meinem inneren Strahl, der ganz und gar rosirosa war, lenken. Dieser lotste mich immer an die richtigen Rastplätze, und dort traf ich auf Menschen, welche lustigerweise immer eine kleine Verbindung zu meinem Tageserlebnis hatten. Dies war für mich immer eine himmlische Bestätigung, dass ich das Richtige tue. Und diesem inneren Rosastrahl folge ich auch heute noch. Die kleine Geschichte, welche ich Ihnen erzählen möchte, fängt im nächsten Kapitel an. Bis gleich, Ihre Rosi. Eierlikör und Kopfsalat. So, hier hören wir uns also wieder. Wie im Einklang bereits verraten wurde, lautet mein holder Name Rosi. Ich bin nicht zu groß und nicht zu klein, manchmal rund und manchmal schlank, manchmal blond und manchmal grau. Eine sich dem Lebensfluss hingebende, kluge Frau. Ein Leben ohne Kaffee kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ein Leben ohne Adalbert auch nicht. Adalbert ist mein pinkfarbener Campingbus, auch bekannt als Kummerkasten 24. Was es mit diesem Namen auf sich hat? Ganz einfach. Da, wo wir, mein Gefährte, auf 4 Reifen und meiner einer Rast machen, da kann jeder zu uns kommen und sich nach Herzenslaune und frei von der Leber weg verbal erbrechen. Über dies und das und über den und die. Ganz egal. Ich höre Ihnen auf alle Fälle aufmerksam zu. Wir haben 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet. Einen Kaffee gibt es gratis dazu. Und nach einer Stunde fühlen Sie sich besser. Dann werfen Sie entweder eine Spende in mein rosa Fahrschwein oder Sie laden mich zu einem Essen ein. Oder Sie schenken mir ein Lächeln. Und das ist unbezahlbar. Ja, so funktioniert das. Und das funktioniert auch ganz prima. Mit meinen nun 65 Erdenjahren weiß ich eines ganz genau. Es gibt keinen besseren Seelenquickie als diesen hier bei mir. Eines Tages, die Rente war frisch auf meinem Konto eingetroffen, beschloss ich, in Richtung Lüneburger Heide zu fahren. Ich packte alles für eine Woche Kurzurlaub ein. Es war der 1. März und das Frühlingserwachen frohlockte. Adalbert konnte es kaum erwarten, endlich wieder on Tour zu gehen. Wie ein Pferd in einer Box, welches mit den Hufen scharrte.
Ich meinte, ihn laut wiehern zu hören. Abgesehen von unserem Oldtimer-Alter liebten wir es schon immer slowly. Und so ging es ganz gemütlich über Landstraßen den Fröschen und Vögeln entgegen. In den Mooren der Heide sollte man ab März ein blaues Wunder sehen können, die Paarungszeit der Frösche. Nach 27 Kilometern hielt ich Ausschau nach einem geeigneten Rastplatz und fuhr in ein Gewerbegebiet. Da war erfahrungsgemäß immer viel zu sehen, speziell in der Mittagszeit. Ich schob die Seitentür auf, stellte meine 2 braunen Bambusstühle auf, es muss nicht immer und überall pink sein, platzierte die große Klapptafel Kummerkasten 24 daneben und kochte Kaffee. Nur wenig später vernahm ich ein Räuspern und eine Männerstimme. »Guten Tag.« »Ebenfalls einen guten Tag, ich bin gleich bei Ihnen«, rief ich freundlich zurück und goss den frisch gebrühten Kaffee in 2 pinkfarbene Becher. »Trinken Sie Ihren Wachmacher schwarz oder mit Milch und Zucker?« Schwarz«, erhielt ich als Antwort. Vor mir stand ein großgewachsener Mann in einem dunkelblauen Anzug. Alles an ihm war sorgfältig glatt gebügelt. Einzig seine Sorgenfalten auf der Stirn waren es nicht. »Na, wo drückt der Schuh?« »Na, also, ich habe von Ihnen schon gehört, liebe Frau Rosi«, begann er. Als ich vorhin aus dem Fenster unseres Büros blickte und Ihren pinkfarbenen Bus sah, da jubelte ich innerlich und rannte gleich los. Ich heiße übrigens Manuel. Wenn man einfach nicht mehr kann, so wie ich, dann hilft Hoffen und Beten. Genau vor einer Woche ist etwas passiert und ich bin im Zwiespalt mit mir und weiß weder ein noch aus. Er erzählte mir von der Jubiläumsfeier ihrer Firma und dem Projekt Ananas Me. Es gab kaum Alkohol. Alle waren nüchtern. Und dann bat ihn Leonie, die Sekretärin, sie nach Hause zu fahren. Eine Stimme in mir ließ mich einen anderen Weg nehmen, den Weg direkt in Leonies Apartment, gestand er. Ich hätte es am allerbesten wissen sollen, und dennoch ging ich ihr hinterher, ich ferngesteuerter Affe. Leonie servierte Salat, Kopfsalat. Manuel, der Textilingenieur, war fasziniert von ihrer Einrichtung, aber dann geschah es. Sie goss ein Dressing über den Salat. Das Dressing war das beste Dressing, welches ich jemals gegessen hatte. Es wärmte meinen Hals und Magen. Sie sagte mir, dies ist ein Geheimrezept meiner Familie. Eierlikör gibt dem Ganzen die nötige Farbe und Kraft. Manuel seufzte. Ach, ein simpler Likör aus Eiern erweckt in mir eine hochflammende Leidenschaft. Ich konnte nicht anders, als mich mit einem Kuss bei ihr zu bedanken. Wir haben uns gestreichelt und geküsst. Jedoch haben wir nicht miteinander geschlafen. Womöglich bewahrte mich mein Spiegeleierbauch davor, irgendwelche Dummheiten zu begehen. Ich stutzte und schaute ihn fragend an. »Na ja«, Manuel kicherte mit etwas Scham in der Stimme. Wie meine Lebensgefährtin scherzhaft zu sagen pflegt, du brauchst ja mittlerweile einen Spiegel, um deine Eier zu sehen. Pardon, liebe Frau Rosi. Ich nickte und lächelte ihm gutmütig zu. Manuel war verzweifelt. Er liebte seine Frau Marlene eigentlich, aber dieser Abend mit Leonie hatte alles durcheinander gebracht. Eine ganze Woche lang ging ich Leonie aus dem Weg. Mir fiel nichts ein und dann kam sie heute auf den Parkplatz gefahren. Manuel schaute auf seine roségoldene Uhr und ich schmunzelte. So kontrolliert, analytisch, wie er sich gab, und dann so eine vorwitzige Uhr? Es war kein mir bekanntes Markenprotzding, es war eine rosa Metallic-Uhr, die mir zeigte, dass so viel mehr in ihm schlummerte. Ich trank den letzten Schluck Kaffee und wischte mir mit dem Ärmel meines Pullovers über den Mund. Nun lächelte er mich an.
Ja, ich müsste einfach mal was wagen, einfach den Kontrollhebel aus meinem Kopf nehmen und meinem Herzen übergeben. Wissen Sie, wenn ich das jetzt mache, nach einer Woche Gedankenirrfahrt, dann sehe ich Sie ganz genau vor, hinter, unter und neben mir. Leonie. Ja, sie ist die Frau, mit der ich mein weiteres Leben verbringen will. Leonie, Leonie, entflammt mein Herz und bringt meine Augen zum Leuchten. In den letzten Jahren war sie es, auf die ich mich freute. Am Wochenende war mir so seltsam, so langweilig, und jeden Montag sprang ich voller Freude aus dem Bett. Marlene hielt mir immer vor, lieber im Büro als bei ihr zu sein. Damals schüttelte ich verneint den Kopf. Doch jetzt erkenne ich, sie hatte ja so recht. Marlene fühlte viel eher als ich, dass ich abwesend war. Ja, abwesend ist das richtige Wort. In letzter Zeit fühlte ich mich selber gar nicht mehr. Ich war nicht im Hier und Jetzt. Ich kann Ihnen, liebe Rosi, gar nicht sagen, wo ich genau war. Aber ich war nicht bei Marlene. Körperlich ja, aber nicht geistig, noch emotional. Wie ein Roboter funktionierte ich. Und dann war da dieser Eierlikör und Kopfsalat, so simpel, so liebevoll in seinen Details. Und Leonie, so wunderschön, warm und weich. Manchmal trifft man auf einen Menschen, eine vertraute Seele, die alle Träume und Wünsche wieder in einem entfacht. Zum richtigen Moment. Ja, Leonie holt mich zurück ins Leben, und unser Leben ist ein Abenteuer, oder? Also, ich habe jetzt ganz große Lust darauf, und ich weiß jetzt ganz genau, was ich zu tun habe. Er stand auf, wollte mir den Kaffeebecher zurückgeben und merkte, dass dieser noch randvoll gefüllt war, mit mittlerweile abgekühlter Tunke, und er trank sie hastig aus. Kalter Kaffee ist der beste, oder? Er zog aus der Innentasche seines Sakkos eine Geldbörse. Ich winkte ab und sagte zu ihm: Wissen Sie, ich bin jetzt bis nächsten Sonntag in der Lüneburger Heide. Dort muss es gerade wunderschön sein. Vielleicht kreuzen sich dort zufällig unsere Wege und Sie laden mich dort zum Essen ein. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Wie kommen Sie zu dieser Uhr? Er blickte auf sein linkes Handgelenk und lachte auf. Ja, diese Uhr hat mir mal meine Tante zum Studienabschluss geschenkt. Mit den Worten: damit du dich daran erinnerst, dass das Leben nicht nur dunkelblau, sondern durchaus auch rosa sein kann. Er schüttelte lachend seinen Kopf. Ach, meine Tante war schon immer sehr weise, und sie bezog es darauf, dass ich bereits als Kind eine Vorliebe für dunkelblaue Klamotten hatte. Sie war froh, dass ich dunkelblau und nicht schwarz trug, obwohl das zu meiner Kinderseele noch besser gepasst hätte. Tja, so ist es. So schließt sich der Kreis. Er schaute abermals auf seine rosafarbene Uhr. Liebe Rosi, ich möchte Ihnen diese Uhr gerne schenken, als Andenken, wenn Sie mögen. Dieser Zeitmesser hat mich bis hierhin begleitet, und sein Auftrag ist nun erfüllt. Und was ist schon Zeit? Ich lebe ab sofort im Hier und Jetzt. Manuel zog sich sein Sakko aus, und nun erblickte auch ich seinen Waschbärbauch, der so gar nicht zu ihm passen wollte, aber nun mal da war. Alles körperliche Äußere ist ein Ausdruck des geistigen Inneren. Für mich war es ein Kummerspeckbäuchlein, und dieses würde er nun, wie seine Uhr, ablegen. Da war ich ganz sicher. Wir lachten und verabschiedeten uns, und als ich die Stühle und die Tafel eingepackt, die Becher und die Kanne abgewaschen hatte und losfahren wollte, da sah ich erst, dass ein Zettel zwischen Frontfenster und Scheibenwischer klemmte. Liebe Rosi, ich werde einiges zu erledigen haben. Schön, dass es Sie gibt. Von Herzen, Ihr Manuel. Da wusste ich, dass wir uns in der Lüneburger Heide nicht wiedersehen werden.
Ich startete Adalbert, fuhr langsam an dem Bürokomplex vorbei, hupte dreimal und streckte meinen Arm ganz weit aus dem Fenster und winkte wie wild durch die Luft. Ja, am Ende gibt sich ein jeder selbst die Antwort auf seine Fragen. Ja, wer auch sonst könnte das am besten tun. Ausklang. Kurze Zeit darauf probierte ich mal so ein Eierlikör-Dressing. Mein Versuch schmeckte allerdings grässlich. Die richtige Mischung machte es wohl aus, und da mir das magische Originalrezept fehlte, beließ ich es bei diesem Versuch. Ja, das war mein damaliger Ausflug in die Lüneburger Heide, und natürlich sah ich paarungswilde, blaue Frösche und Kraniche, und ich hatte eine herrliche, geruhsame Zeit. Dort traf ich auch noch auf Frau Paul, die mir ihre Geschichte erzählte, aber dies steht auf einem anderen Ananasblatt geschrieben. Soeben frage ich mich, was wohl aus Leonie und Manuel geworden ist. Und just in diesem Augenblick scheint ein dicker goldener Sonnenstrahl auf mein linkes Handgelenk, und ich muss lächeln. Seine Uhr läuft immer noch, und ich trage diese mit Freude und ehre sie, wie alle meine kleinen und größeren Geschenke, die ich von dankbaren Herzen erhalten habe. Mir scheint, jetzt ist der richtige Moment, dass ich mal nach Adalbert sehe. Er hat heute neue Seidenflügel bekommen, rosa natürlich, und mit einem Hauch von Glitzerstaub. Diese werden wir sogleich mal ausprobieren und über das glasklare Wasser Seefrequenz cruisen. Mal schauen, wer uns begleit will. PS: Ein jeder von uns hinterlässt bei anderen Lichtpunkte, Impulse. Jede Begegnung, jede Bewegung, jedes noch so kleine Lächeln. Es ist ein Flügelschlag unserer wundervollen Seele, der andere Seelen berührt und inspiriert. Ein jeder von uns ist einzigartig und richtig und wichtig, und zwar ganz genauso, wie er ist. Seien Sie sich Ihres wichtigen Daseins hier auf der Erde stets bewusst. Wir alle beflügeln einander, denn wir alle entspringen einem großen, unendlich vibrierenden Kokon. Rosi on Tour, geschrieben von Romy van Mader, gelesen von Anja Klukas.